Also ich habe mal Klavier gespielt, aber ehrlich gesagt fand ich die Orgel dann doch besser. Mein Name ist Jan Liebermann, ich bin 19 Jahre alt und für mich ist die Orgel mehr als ein Instrument. Das ist ein Instrument, was mich wirklich glücklich macht und in dem ich voll aufgehe. Und das habe ich schon gemerkt, als ich das erste Mal dran saß mit 12 Jahren, dass da irgendwie was ist, was mich reizt. Und das hat bis heute angehalten und ich möchte den Leuten zeigen, wie toll das Instrument ist. Ich finde, die Orgel ist als Königin der Instrumente immer in der Öffentlichkeit irgendwie unterrepräsentiert und genießt irgendwie den Touch eines alten Instruments. Aber es stimmt gar nicht, weil auch neue Filmmusik beispielsweise immer mehr die Orgel eingesetzt wird und die Orgel weit mehr ist als nur ein altes Instrument in einer Kirche. Mir ist es total wichtig, auch abseits der Orgel ein ganz normaler Junge zu sein und Spaß zu haben mit Freunden oder schön essen zu gehen oder ins Café zu gehen. Da bin ich natürlich auch voll dabei. Aber das ist beispielsweise dieses Image auch, was die Orgel hat, was ich aufbrechen möchte. Für mich ist die Orgel wie ein ganz großer Farbkasten mit ganz vielen unterschiedlichen Farben, die man zusammen mischen kann. Und dadurch ergeben sich manchmal ganz leise Klänge, aber auch natürlich wirklich laute. Und das ist ja das Schöne, dass die Orgel auch wirklich bis tief unter die Haut geht und mit den ganz großen Pfeifen, beispielsweise der 32 Fuß hier, den spürt man auch wirklich in den Knochen resonieren. Ich übe jetzt nicht direkt dafür, auswendig zu spielen, sondern das ist auch ein natürlicher Prozess, der sich dann einfach ergibt. Ohne Noten zu spielen, da kann man sich wirklich auf die Musik konzentrieren und man ist viel mehr in der Musik drin, als wenn man die ganze Zeit irgendwie auf die Noten starrt. Bei der Orgel tatsächlich ist es so, dass es bei einem Moment plötzlich Klick macht und es funktioniert einfach. Es sind tatsächlich viele Leute, jetzt jüngere Leute, die an die Orgel kommen. Das sieht man auch in Social Media, dass viele jüngere Leute Videos von der Orgel posten. Und ob das jetzt Filmmusik ist, was gepostet wird, oder Bach, das ist ja im Grunde genommen egal, weil es ist schön, dass sich auch junge Leute für das Instrument begeistern können. Mein Traum ist es, durch alle Welt zu reisen, alle möglichen Instrumente kennenzulernen, zu spielen und überall auf der Welt den Leuten zu zeigen, wie toll die Musik ist. Und es gibt schon Orte, wo ich denke, wow, das macht schon was mit mir. Und da muss ich mich besonders anstrengen. Notre Dame ist ja die Kirche, die immer im Rampenlicht steht. Ja, beispielsweise wie der Berliner Dom oder in England St. Paul's, Westminster Abbey. Aber ich finde gerade auch die Kirchen, die nicht so bedeutend sind, ja, aber tolle Instrumente haben, dass man vor allem auch die besucht. In Barcelona beispielsweise, da gibt es einen Metzger und einen Bäcker und sonst gibt es wirklich gar nichts. Und da ist eine der bedeutendsten Silbermann-Orgeln. Ja, und das ist halt auch die Frage, warum da? Ne? Aber das ist auch das Schöne, dass man auf Entdeckungsreise gehen kann. Ein guter Organist zu werden, ist viel Arbeit über eine sehr lange Zeit, wo man sehr viel lernen muss. Und ich bin natürlich auch erst im Grunde genommen noch am Anfang. Und ich freue mich, dass es immer noch so viel für mich gibt, was ich entdecken und lernen kann.